Was spricht gegen ein generelles Überholverbot für Lkw auf der Autobahn? Aus Autofahrersicht finde ich das nur gefährlich. Als ehemaliger Lkw-Fahrer, es gibt eine perfekte Lkw-Autobahn bei mir in der Gegend, die A61 von Koblenz nach Bingen. Zweispurig und generelles Überholverbot für Lkw außer an 3 langen Steigungen, an denen es dreispurig mit der Erlaubnis zum Überholen wird. Überholvorgang im Idealfall wenige Sekunden. Die wirklichen Geschwindigkeitsunterschiede entstehen nämlich eigentlich nur bergauf durch unterschiedliches Gewicht oder Motorenleistungen. Krasses Gegenbeispiel die hessische A3 auf der gegenüberliegenden Rheinseite, grundsätzlich mehrspurig und es wurde ausgeürt, wann Lkw überholen dürfen, allerdings niemals bergauf. Als Resultat fährt man einem Kollegen kilometerweit mit 40 km pro Stunde hinterher, darf dann endlich überholen und ist zu 2/3 an ihm vorbei, bis er dann auch wieder auf seine regulierten rund 80 km pro Stunde beschleunigt hat und es ihn einen Kack interessiert, ob du ihn immer noch am Überholen bist. So entstehen auch diese Elefantenrennen, die alle Beteiligten und ideell auch den Überholenden stressen. Wenn du praktisch an dem Kollegen schon vorbei bist und eigentlich nur noch ein bisschen Sicherheitsabstand zum Einscheren haben willst und er dich nicht lässt. Sorry für die Mini-Tirade. Gibt es statt dem Dankeschön-Blinken auch ein Fick dich blinkender Lkw-Fahrer? Ich habe schon lange die Idee, dass man in jedem Auto 2 Hupen bräuchte. Eine normale und eine Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Hupe. Dann müsste man nicht immer die bestehende, eigentlich dafür nicht vorgesehene Hupe für beide Einsatzzwecke missbrauchen. Lichthupe nach hinten fände ich auch gut. Ich blinke manchmal mit der Nebelschlussleuchte. Gibt es schon. Nennt man kurz vom Gas gehen. Diese Idee wurde bereits umgesetzt. https YouTube. BLV8WQNK-TCDR2D2 Sound verstößt zwar gegen § 16 Absender 3 Straßenverkehrsordnung, aber ich mag ihn trotzdem. Jetzt will ich sowas auch haben. Wenigstens ist die hessische A3 häufig dreispurig. In Bayern zweispurig und auch gewürfelt, wo überholt werden darf. Und dann hast du die Fahrer, die meinen, sie müssen gleich eine Kolonne von 5 anderen LKWs überholen oder die den Überholenden nicht reinlassen und vor der Baustelle dann komplett ausbremsen. Erstaunlicherweise hast du auf der Strecke Passau-Nürnberg damit fast jeden Tag mindestens einen schweren Unfall. Edit. Heute schon wieder ein schwerer Unfall mit 3 LKW bei Regensburg. Hessische A3 auf der gegenüberliegenden Rheinseite, grundsätzlich mehrspurig und es wurde ausgeführt, wann LKW überholen dürfen. Ich kenne diesen Abschnitt und es nervt tierisch. Das Überholverbot selbst wurde vermutlich ebenso ausgewürfelt wie die Tempolimits. Von 80 bis aufgehoben ist alle paar km mal zufällig was Neues angesagt. Idealerweise wird bei aufgehoben auch dann das Überholverbot aufgehoben. Ergebnis: LKWs scheren alle auf Mittelspur aus und auf der linken Spur kommen die dicken SUVs mit Fernlichtdisco angerostet. Manchmal weiß ich gar nicht, ob denen so etwas wirklich real bewusst ist, obwohl man davon ausgehen sollte, dass Autobahnplaner Experten sind. Mich würde aber interessieren, ob es hierfür spezifische Anlaufstellen gibt, um solche Realitäten geschildert zu bekommen. Weiß jetzt nicht, ob es noch Nordrhein-Westfalen oder bereits Hessen ist, aber für Nordrhein-Westfalen gibt es https Verkehr. NW im Kontakt eine E-Mail-Adresse. Dank des Tempolimits von 130 km pro Stunde ziehe ich auch der A61 der A3 vor. Dort kannst du ganz entspannt überholen, ohne dass du ständig einen Drängler, dem 130 km pro Stunde zu wenig sind, im Kofferraum hast. Die Drängler hast du aber trotzdem. Weißer Firmenpass Atkos BRT. Benutzername prüft aus. Bei uns in der Nähe ist der A62. Die ist einspurig, da überholt auch kein LKW. Dafür fährt man da meist 80 hinter selbigen. Ich frag mich, wie die Menschheit es geschafft hat, auf den Mond zu fliegen, es aber nicht schafft, dass alle LKWs einfach gleich schnell fahren, mal abgesehen von Schwertransporten oder so. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn vor einem jemand und ein ganz klein wenig langsamer läuft als ihr und ihr wisst, es wird lange dauern, an ihm vorbeizulaufen? Oder wenn man auf der Landstraße nicht einem langsamen LKW hinterherfährt, sondern einem PKW mit 95 km pro Stunde. Aus irgendeinem Grund macht mich das wahnsinnig, obwohl ich dadurch keine nennenswerte Zeit verliere. So stelle ich mir das manchmal als LKW-Fahrer vor und seitdem rege ich mich nicht mehr über Elefantenrennen auf, beschämtes, lächelndes Gesicht. Ja, macht mich auch wahnsinnig. Das gibt mir aber nicht das Recht, ein Arsch zu sein. Wenn ich jemanden überhole, hat das zeitnah vorbei zu sein. Wenn ich das nicht umsetzen kann, muss ich mich eben damit abfinden, dass ich ein bisschen langsamer bin. Wer geradezu vorsätzlich unnötige Staus oder gefährliche Situationen verursacht,
weil er zu ungeduldig ist, gehört nicht auf die Straße. Erst recht nicht als hauptberuflicher Autofahrer. 100%. Es kommt noch ein Punkt dazu, der LKW vor dir ist schwer beladen und die Höchstgeschwindigkeit stark abhängig von der kleinsten Steigung Gefälle. Du hast dann doch einfach keine Lust mehr bei der nächsten Steigung auf 60 runter zu bremsen, um dann wieder auf 90 zu kommen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn vor einem jemand und ein ganz klein wenig langsamer läuft als ihr und ihr wisst, es wird lange dauern, an ihm vorbeizulaufen? Allerdings, als jemand, der gerne alleine wandern geht, kenne und hasse ich das. Im Auto finde ich es nicht so schlimm, aber ich mag es einfach nicht, in der Nähe von fremden Leuten zu laufen. Wenn ich bei mir in der Gegend einen PKW auf der voll ausgebauten, 6 Meter breiten, leeren Überland mit 95 km/h hinterfahren darf, danke ich dem lieben Gott, dass er mir diese Schöpfung eines Autofahrers vor die Windschutzscheibe gesetzt hat. Unbegründet 70 außerorts wird immer mehr die Norm. Bin gespannt, ob irgendwann Strafen für unbegründetes starkes Unerfahren der Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt werden. Kommt aber wahrscheinlich genauso wenig wie Test der Fahrtauglichkeit der 75+ Bevölkerung. Leute, die grundlos 70 fahren, würde ich auch am liebsten mal wie bei Mario Kart mit nem roten Panzer attackieren. Ich will nach nem langen Arbeitstag einfach zu Hause ankommen und nicht noch ewig hinter irgendwelchen Schleichern hertuckern müssen, weinendes Gesicht. Ich denke, das Ganze ist kontraproduktiv. Gerade an den bergigen Strecken würde das massive Staus verursachen. Mehr Güter auf die Schiene. Lkw-Fahrer streiken aber nicht. Österreichische Lokführer streiken auch nicht. Ja, wo ist denn der Witz am Autobahnfahren, wenn ich auf 4 Spuren nicht 3 Lkw nebeneinander habe und auf der Spur ganz links gleichzeitig meine Gurke mit 150 km pro Stunde, die Gurke vor mir mit 120 und die Gurke hinter mir mit 220. Und zusätzlich noch jemand, der auf einer leeren Autobahn in der Mitte oder ganz links fährt. Rechtsfahrgebot gibt es wohl nicht in allen Bundesländern. Ich fahre regelmäßig A4 in Sachsen. Auf dem dreispurigen Teil ist beinahe jedes Mal ein Pole, der auf der Mittelspur schleicht. Man könnte sagen, er weiß es nicht besser, weil es bei ihm zu Hause vielleicht kein Rechtsfahrgebot gibt, aber sollte man sich nicht über die Verkehrsregeln informieren, wenn man in ein anderes Land fährt? Leider gelten die mittleren Spuren als rechte Spuren, sieht man an der Rettungsgasse, linke nach links, alle anderen nach rechts. Stimmt dir trotzdem voll und ganz zu, hasse ich auch, aber theoretisch fahren sie verkehrstechnisch korrekt. Verbesserung, mein Fehler, hab nachgelesen. Nein? Siehe Änderung, auch wenn der Gesetzestext doch etwas vager ist mit. Sie dürfen den mittleren Fahrstreifen dann durchgängig befahren, wenn rechts davon hin und wieder Fahrzeuge unterwegs sind. Das eigentliche Problem ist die schiere Anzahl an Lkw. Ob überholen oder nicht. Dann hör halt auf, Sachen zu kaufen. Oder alle Autobahnen mindestens 4-spurig ausbauen und 2 Fahrbahnen davon als reine Lkw-Spuren ausweisen. Bin heute 400 Kilometer Autobahn gefahren. Die gefährlichsten Situationen entstanden dabei nur durch diese dämlichen Lkw-Überholvorgänge und aus der Reaktion anderer darauf. Stichwort: Schienenverkehr. Nur die letzte Meile auf Lkw, aber wir haben ja ein so toll ausgebautes Schienennetz, dass vor 30 Jahren sogar Verbindungen zurückgebaut werden konnten. Generell zu viel Fahrzeuge. Pauschal fände ich das nicht richtig. Es gibt viele Situationen, in denen es sinnvoll ist. Ein vollbeladener 40 Tonnen kommt einen Berg bei weitem nicht so schnell rauf wie ein leerer. Warum sollte der Leere nicht überholen dürfen, wenn er es kann? Wichtiger wäre meiner Meinung nach, dass die Lkw-Fahrer darüber nachdenken, ob es gerade Sinn macht. Wenn mein Vordermann aufgrund einer Anhöhe gerade nur 70 km/h schafft, man selbst aber seine 80 km/h, ist der Gedanke zu überholen ja erstmal richtig. Ist die Steigung aber kaum einen Kilometer lang und der Kollege danach wieder normal bei seinen 80, schafft man es kaum zu überholen, bis der andere wieder genauso schnell ist wie man selbst. Ein Elefantenrennen entsteht. Da gibt es genug Regeln, die da greifen. Ein Überholvorgang darf nicht länger als 45 Sekunden dauern. Die meisten Lkw fahren minutenlang nebeneinander her. Das Ding mit Regeln und Verboten, gerade auf der Autobahn, der wilde Westen Deutschlands, ist die Umsetzung. Man darf auch nicht drängeln. Man darf einen Mindestabstand nicht unterschreiten. Man darf niemanden nötigen. Man darf das Tempolimit nicht überschreiten. Überholvorgänge dürfen nicht länger als 45 Sekunden dauern. Man darf mit Nebelschlussleuchte nicht schneller als 50 km/h fahren. Da gibt's 1000 Regeln. Hält sich keine Sau dran, weil 90% aller Autofahrer Egoisten sind. Und die Pol kriegt es mangels Personal nicht gestemmt.
Ich ergänze, man darf nicht mit 120 auf die linke Spur ziehen, wenn von hinten wer mit 170 überholend angefahren kommt. Auch nicht, wenn das nur ein Polo ist, verdammt nochmal. Ach, die übliche Debatte. Ermüdend. Könntest du mich kurz aufklären, wo da die Debatte sein soll? Was ich beschrieben habe, ist gefährlich und Nötigung. Ich bin da jetzt mal ganz neutral. Standpunkt 1. Ich fahre 170 und darf das auch. Der blöde Polo zieht mit 120 rüber und ich muss jetzt bremsen. Frechheit. Standpunkt 2. Der Typ fährt deutlich über der Richtgeschwindigkeit von 130. Ich bin mit 120 fast genau daran und wenn ich jetzt den LKW nicht überhole, müsste ich bremsen. Frechheit. Dies, wenn Fahrer 1 nicht 170 fahren würde, müsste keiner bremsen und es würde gar keine Stresssituation entstehen. Ich fahre gerne auch mal schneller, wenn Tempolimit und Verkehrslage das zulassen. Wenn dann jemand deutlich langsamer auf meine Spur kommt, bremse ich halt ab oder gehe einfach vom Gas, fertig. Dieses "Ich schau mal, was er auf der Kofferraumabdeckung hat" mache ich nicht. Lästig und gefährlich sind diejenigen, die kurz vor einem, gerne auch ohne Blinker, plötzlich auf die Spur ziehen. Gucken, blinken, nochmal gucken, Spurwechsel. Eigentlich ganz einfach. Bonuspunkte, wenn der Spurwechsel abgebrochen und mit kurzem Blinken nach rechts angekündigt wird, Daumen hoch. Dasselbe passiert, wenn der von hinten heranfahrende 130 fährt und der vorausfahrende 90, aber unbedingt den LKW vor sich überholen möchte. Man kann nicht einfach auf eine Spur fahren, auf der jemand anderes schneller ist als man selbst. Wenn derjenige dann bremsen muss, um einen Unfall zu vermeiden, dann ist das illegal. Also gegen dies, Fahrer 2 soll sich an geltendes Recht halten, dann muss er zwar bremsen, aber es entsteht ebenfalls keine Gefahrensituation. Gebe ich dir recht, aber wenn genug Abstand vorhanden ist, darf Fahrer 2 ausscheren, auch wenn Fahrer 1 eventuell bremsen muss. Bremsen, ja. Zu Vollbremsung zwingen, um einen Unfall zu vermeiden, nein. Richtig. Um das mal zu klären, wenn der hinter dir bremsen muss, weil du langsamer fährst und rausziehst, hast du ihm die Vorfahrt genommen. Punkt, aus und Ende. Ausgenommen der Typ kommt mir 250 bei voller Autobahn angeschossen, das ist auch unverantwortlich seinerseits. Wenn der Gesetzgeber doch nur eine Richtlinie ausgeben würde, ab wann er eine Geschwindigkeit für bedenklich bzw. unverantwortlich halten würde. So etwas wie eine Richtgeschwindigkeit. Warte mal eine Minute. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Richtgeschwindigkeit, nicht Tempolimit. Wenn die Verkehrslage es zulässt, darf man tatsächlich auch schneller fahren. Das gibt den anderen immer noch nicht das Recht, blind auf die linke Spur zu ziehen, ohne den Verkehr hinter ihnen mehr als eine Zehntelsekunde zu beobachten. Das ist mindestens genauso unverantwortlich wie die Raser. Die übliche Debatte ums Recht auf rücksichtsloses Rasen. Ich bin raus. 170 ist rücksichtsloses Rasen? Ich meine, bei 250 würde ich deinen Punkt ja verstehen, bei so einer Geschwindigkeit kriegt man ja auch eigentlich immer mindestens eine Teilschuld, wenn es kracht. Aber 170 auf einer gut einsehbaren Autobahn ist doch nun wirklich kein Rasen, da verstehe ich auch jegliche Wut, wenn jemand dann plötzlich von rechts auf die linke Spur zieht und man nur mit einer Vollbremsung einen Unfall verhindern kann. Und obwohl man weiß, dass ständig jemand meint, ausscheren zu müssen, gehen weniger als 170 natürlich gar nicht. Vorausschauen fahren heißt nun mal auch, mit dem Fehlverhalten anderer zu rechnen. Wenn du 70 schneller fährst, als der restliche Verkehr, verursachst du die gefährliche Situation genauso sehr, wie der Penner, der nicht guckt, bevor er ausschert. Ihr beide wisst, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass andere vernünftig fahren und macht es trotzdem und dann rumheulen, weil man in eine Situation gerät, über die sich der Durchschnittsdeutsche in jedem zweiten Smalltalk aufregt, wenn man die doch bloß irgendwie vermeiden könnte. Wo heule ich denn rum? Ich habe nur gesagt, dass ich die Wut darüber nachvollziehen kann, mir persönlich passiert das Ganze relativ selten. Trotzdem sehe ich die Schuld nicht gleichmäßig aufgeteilt. Immerhin verbietet die Straßenverkehrsordnung in keinster Weise das Fahren von 170 km pro Stunde auf der Autobahn, sehr wohl aber das Ausscheren ohne genügend Rücksicht. Außerdem ist es auch nicht unbedingt eine Sache der Geschwindigkeit. Es passiert ebenso häufig, dass jemand mit 100 nach links zieht und Leute mit 150 gefährdet oder mit 80 nach links zieht und Leute mit 130 gefährdet. Durch meine vielen Kilometer auf der Autobahn und das dadurch gelernte vorausschauende Fahren, man kann gut erkennen, wer als nächstes rauszieht, auch ohne Blinker. Oh, bin ich wie gesagt nicht oft in dieser Situation.
Meine Beobachtungen lassen aber trotzdem klar erkennen, dass das Hauptproblem einfach das rücksichtslose Ausscheren ist. Ich rede natürlich von normalen Geschwindigkeiten bis 175, wer über 200 auf einer vollen Autobahn fährt, ist tatsächlich irre. War auch weniger als Unterstellung an dich persönlich gemeint. Wenn man strikt nach der Straßenverkehrsordnung geht, und vor allem davon ausgeht, dass der 170 Fahrende das auch gerade darf, was alles andere als selbstverständlich ist, hat der Ausscherende mehr Schuld, das stimmt schon. Trotzdem finde ich, dass zu vorausschauendem, defensiven Fahren eben auch gehört, das potenzielle Fehlverhalten anderer ein Stück weit mit auszugleichen. Wenn man ganz genau weiß, dass andere unvorhersehbar ausscheren können, sein Verhalten aber trotzdem nicht anpasst, kann man sich meiner Meinung nach nicht wirklich drüber aufregen, wenn genau das passiert. Ist für mich halt der Inbegriff von ich muss nichts ändern, die anderen sind ja alle viel schlimmer. Dass es eher eine Frage der Geschwindigkeitsdifferenz ist, stimmt auch, aber je schneller sich die beiden Fahrer bewegen, desto weniger Spiel hat der Ausscherer. Das Geschwindigkeitspaar 80-130 kommt also auch vor, ist aber durch den kürzeren Bremsweg bei gleichem Abstand deutlich weniger gefährlich als das Paar 120-170. Wenn man die 170 einfach bleiben lässt, kommt es außerdem auch gar nicht erst zum katastrophalen 100-170. Mir ist bewusst, dass es keine Rechtfertigung für rücksichtsloses Ausscheren gibt. Meinetwegen ist es auch das Hauptproblem, aber darauf zu warten, dass andere vernünftig fahren, löst dieses Problem halt gar nicht. Einfach selbst ein bisschen umsichtiger zu fahren ist aber schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mir kommt da der Klügere gibt noch in den Sinn. Dann sind wir uns ja weitestgehend einig. Also wenn 170 für dich kein Rasen ist, dann möchte ich dir nicht in einer 30er-Zone begegnen. Ich fahre nie schneller als erlaubt, innerorts wenn viel los ist sogar eher 45 als 50. Auf der Autobahn meistens 150 Tempomat, wenn es keine Begrenzung gibt, also nein, 20 km pro Stunde mehr sind für mich kein rücksichtsloses Rasen. Du bist hier im falschen Forum für sowas. Wenn für einen 170 Rasen ist UF nicht gerade eine 30 Jahre alte Schrottkarre fährt, sollte seine Eignung bezüglich des Fahrens eines Autos überdenken. Wer 170 als Normalgeschwindigkeit ansieht, wenn man damit unter Umständen doppelt so schnell ist, wie das Fahrzeug 2 Meter neben einem, ist natürlich der bestmögliche Autofahrer, den man sich vorstellen kann. 170 ist definitiv kein Rasen. Absolut entspannte Reisegeschwindigkeit. Dagegen gibt es auf einer ausgebauten Autobahn absolut nichts einzuwenden. Ist die Geschwindigkeit der Verkehrssituation angemessen? Das kommt auf die Verkehrssituation an. Ziemlich beschränkte Denkweise. Auch dann nicht, wenn der schon auf der linken Spur ist nur 120 fährt, an dem kommt ja niemand vorbei. Was spricht dafür? Es gibt eindeutige Regeln beim Überholen, dazu gehört auch der Geschwindigkeitsabstand, also um wie viel schneller das überholende Fahrzeug sein soll. Würde diese eingehalten, gäbe es kein Problem. Dazu kommen die Abstandsregeln. Würden diese eingehalten, gäbe es weder Staus noch plötzlich ausscherende Lkw. Was spricht tatsächlich dagegen? Langsame Fahrzeuge, zum Beispiel bergauf, oder auch Schwerlasttransporte. Die Mindestgeschwindigkeit beträgt 60 km pro Stunde. Das Überholens mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit wird ja ganz offensichtlich nicht hinreichend geahndet, und selbst in Fällen, in denen es festgestellt wird, liegt die Zahlung bei gerade mal um die 40 Euro. Nachdem die aktuelle Regelung also offensichtlich nicht ausreichend ist, finde ich ein generelles Verbot gar nicht so abwegig. Mit dieser Argumentation sollten wir auch Fahrverbote in Wohngebieten, Zone 30, und Innenstädten, verkehrsberuhigter Bereich, durchdrücken können. Oder? Ein Fahrverbot ist ja wohl ein bisschen was anderes als ein Überholverbot. Beide sind ohne Kontrolle nutzlos. Und beiden sind unnötig, würden die vorhandenen Regeln eingehalten. Stimme dir zu, aber wenn du Autobahn fährst, würden die vielleicht diese minutenlangen Überholmanöver bekannt kommen, weil der LKW wenige km/h schneller als sein Vormann ist. Ich fahre jeden Tag auf der Autobahn. Und ich wiederhole mich, würde die Regel zum Überholen eingehalten, gäbe es kein Problem. Statt ein Verbot zu fordern, fordere doch die Einhaltung dieser Regel. Uns zu drängeln, damit niemand auf die linke Spur kommt, löst das Problem nicht, sondern schafft neue. Paragraph 5 Straßenverkehrsordnung, Überholen. 2. Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist. Überholen darf ferner nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. 4. Wer zum Überholen ausscheren will, muss sich so verhalten,
dass eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Im Grunde steht in der Straßenverkehrsordnung ein Überholverbot für Lkw. Es ist allerdings sehr blöd geschrieben und wird deswegen nicht durchgesetzt. Was ist eine wesentlich höhere Geschwindigkeit und wann besteht eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs? A. Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Pkw und Lkw ist einfach zu groß. Wenn der Lkw-Fahrer niemanden im Rückspiegel sieht, kann der wenig später schon jemand sein. Ein Lkw mit 80 km/h legt 1,3 km in der Minute zurück, ein Pkw mit 130 km/h etwa 2,2 km. Selbst bei einem 1-minütigen Überholvorgang müsste der Lkw-Fahrer sehen, was in 900 Metern hinter ihm los ist, damit er nicht zu einem Verkehrshindernis wird. B. Überholvorgänge dauern immer sehr lange, weil die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Lkw nur wenige km/h betragen. C. Auf Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Pkw und Lkw viel größer. Punkt D. Viele Lkw-Fahrer sind rücksichtslos, in Eile, durch Routine abgestumpft oder abgelenkt, durch TV-Gucken, Lesen, Eintönigkeit. Hat man irgendwo schon mal gelesen, dass ein Lkw-Fahrer wegen zu langsamen oder zu langem Überholen bestraft wurde? Ich nicht. Berichte über Lkws, die für Verkehrsunfälle gesorgt haben, gibt es allerdings viele. Also ja. Es würde reichen, wenn die bestehenden Gesetze angewandt werden. Das wird aber nicht passieren, weil sie zu schwammig geschrieben und schlecht zu überwachen sind. Da aber wegen oben genannten Punkten quasi jeder Lkw-Überholvorgang auf Autobahnen verboten ist, kann man es auch einfach Verbot nennen und schafft damit eine eindeutige Grundlage, wie sie ja jetzt schon auf vielen Strecken existiert und funktioniert. Was ist die Konsequenz? Die Einhaltung der Regeln fordern, nach denen Lkw nur in wenigen Fällen überholen dürfen? Oder Selbstjustiz in Form von Drängeln, Schneiden und Hupen weiterführen? Ein Verbot gibt es bereits implizit. Ein direktes würde an der Situation wenig ändern. Die aktuelle Regelung ist nicht zu kontrollieren und muss daher überarbeitet werden. Ein generelles Überholverbot für Lkw auf Autobahnen, das auf bestimmten Abschnitten aufgehoben werden kann. Z. B. Auf dreispurigen A-Bahnen, bergauf, Abschnitte mit begrenzter Geschwindigkeit und so weiter, wäre meiner Meinung nach eine einfache Lösung. Das Problem ist ja, dass ein Verbot noch niemanden daran gehindert hat, es zu ignorieren. Die Mindestgeschwindigkeit gibt es nicht. Um auf die Autobahn zu dürfen, musst du 60 fahren können. Laut Papieren, ob du tatsächlich so schnell kannst, ist nicht relevant. Wenn du ein Hindernis, 40 Tonnen voll beladen, darstellst, weil du auf der Ab mit 10 km pro Stunde den Berg hochfährst und damit zum Beispiel auch nur einen leeren Lkw behinderst, ist das sehr wohl nicht erlaubt. Das sieht die Straßenverkehrsordnung anders. Aber darin hast du ja bestimmt schon gelesen. Mindestgeschwindigkeit für die Autobahn gibt's tatsächlich nicht. Paragraph 18 Straßenverkehrsordnung sagt nur, dass man mindestens 60 fahren können muss. Solange du niemanden behinderst, darfst du theoretisch Standgas fahren. Das ist so nicht ganz richtig. Paragraph 3 Straßenverkehrsordnung sagt, dass man nicht ohne Grund langsam fahren darf, wenn man zum Beispiel dadurch den Verkehrsfluss beeinträchtigt. Was anderes habe ich doch nicht gesagt. Sorry, da habe ich deinen letzten Satz zu schnell gelesen. Hab mir dabei irgendwie einen Idioten vorgestellt, der wegen eines Defekts im Standgas die über die BAP fährt, statt auf dem Standstreifen auf den ADAC zu warten. Ohne Grund ist so schwammig, dass kaputtes Gaspedal ein Grund sein könnte. Willst du dieser Idiot in meinem Bild sein? Sicherlich nicht. Wenn dein Auto einen Defekt hat, fahr sofort dran und warte auf den ADAC. Anrufen nicht vergessen. Nichts. Sollte es schon längst geben, zumindest auf zweispurigen Autobahnen. Wieso? Weil es nervt, hinter dem LKW herzugurken? Oder weil der, genervt von den Dränglern, einfach rüberzieht? LKW-Fahrer genervt von Dränglern? Der kann doch nur so schnell fahren und den interessieren die Fahrer hinter ihm einen Scheiß, die können ja schneller, wenn sie wollen. Überholmanöver, weil man 3 km/h als der LKW vor einem schneller sind eine wesentliche Ursache für Staus. 3 km pro Stunde? Du Glückspilz. Meiner Erfahrung reicht auch 1 km pro Stunde, um zum Überholen anzusetzen. Glaube, da gab es mal was. Resultat war, dass die Fahrer oft öfter eingeschlafen sind, aus Langeweile. Dass keiner die Slowenen, Polen, Ungarn dazu zwingt und die deutschen LKW-Fahrer dann immer denken, ach Menno. Ich finde das unfair. Passiert ja jetzt schon, dass das Überholverbot ignoriert wird. Und seitdem ich drauf achte, sind dann nur eine aus 20 ein deutsches Schild. Hat die Erklärung, wusste ich auch noch nicht. Meiner Meinung nach gar nichts.
Meiner Erfahrung nach ist ein überholender LKW ein völliges Paradoxon, da LKWs grundsätzlich 90 fahren. Da sie also alle ohnehin schon schneller sind, als sie, EDR, dürfen, sollte es ja überhaupt keine Überholvorgänge geben. Auch bei LKW gibt es verschiedene Geschwindigkeitsklassen. Tempomat 84 zur Verbrauchssenkung. Tempomat 88, weil 80 erlaubt plus 10% Toleranz, hier regelt der Begrenzer ab. Tempomat 90 bis 95, meist osteuropäische LKW mit defektem Begrenzer. Defekt. Aber im Ernst, bei LKW aus Nicht-EU-Staaten kann es gut sein, dass die völlig legal keinen oder einen höheren Begrenzer haben. Es gibt mehr als genug LKWs, die nur 80 fahren können, und gerade beladene LKWs sind auch nochmal langsamer. Also wenn sich ein vollbeladener LKW mit 60 langsam eine steile Strecke hochschleppt, müsste zum Beispiel mein Vater, der leer auf jeden Fall nach 90 da hochfahren könnte, hinter dem anderen herschleichen, und das nun bei jeder Steigung. Da geht unfassbar viel Zeit verloren auf Dauer. Es wird sich doch sowieso nicht an Überholverbote für LKWs gehalten. Ist also egal, ob ein generelles Verbot herrscht oder nicht. LKW auf der Autobahn kann man wenigstens irgendwann auch mal überholen. Die aus welchem Grund auch immer die Landstraßen nehmen und alles aufhalten, obwohl es für den gleichen Weg direkt parallel eine Autobahn gibt, finde ich da deutlich unangenehmer. Unterstrich. Der Langsamste bremst alle. Ich habe es auch gedacht, egal wie viele Minuten sie sparen, wenn sie das machen, ein Verbot würde die Zeit von Millionen Pkw-Fahrer in Stunden sparen, im Vergleich. Was für eine Frage. Der beladene LKW kann nicht so schnell fahren oder anfahren wie der leere. Wieso sollte der leere dann hinterher dümpeln für hunderte Kilometer? Dann kannst auch gleich fragen, wieso haben wir eine dritte Spur und machen nicht auch ein Überholverbot für Pkw? Was dagegen spricht? Mein Vater, der manchmal 80 bis 90 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn fährt, LOL. Miese Beschleunigung? Nix. Generelles Tempolimit 130, dann ist es auch nicht mehr so gefährlich. Edit, LOL, oh man, das triggert wohl einige hart hier. Was hat Limit 130 mit LKWs zu tun, die nur 80 dürfen? Naja, die spanischen machen auch 90. Geringerer Geschwindigkeitsunterschied. Die meisten Unfalls passieren, wenn sich Dinge unterschiedlich schnell bewegen. Es gibt sogar Gerüchte, dass es auf alle Unfälle zutrifft. Auf alle sicher nicht. Es gibt auch Unfälle, bei denen die Geschwindigkeit keine Rolle spielt, Motorbrand, Plattfuß oder Telefonieren. Wenn du darauf anspielst, dass Opa Hermann mit seinem altersschwachen Polo dem flotten Topmanager mit seinem Cayman vor den Kühler fährt, die Diskussion mit Dashcam lief hier vor kurzem. Die Nichtpräsenz von Polizei kann ich bestätigen, auf der Autobahn gilt das Recht des Stärkeren, da wird auch 130 nichts dran ändern. Die Lkw-Fahrer ziehen raus, wenn sich eine Minilücke bietet, und die Pkw-Fahrer ziehen dir vor den Kühler, wenn der Abstand zum Vordermann bei 140 nur 20 Meter beträgt. Eine Kollision ist immer ein rapider Abbau von Delta S. Weiter oben schreibst du die meisten und Unfall. Von Kollision war da nicht die Rede. Unfall geht auch mit Geschwindigkeit 0, zum Beispiel Entzündung oder Kreislaufkollaps, mechanisches Versagen. Generelles Tempolimit 130, dann ist es auch nicht mehr so gefährlich. Tempolimit hat damit gar nichts zu tun. Es gibt auf deutschen Autobahnen nicht mehr Unfälle als in anderen Ländern, welche ein Limit haben. ZBSB USA. Außerdem verpflichtende elektronische Bremsen in allen Fahrrädern. Unverantwortlich, wenn jemand mit 25 km pro Stunde radelt. Tempolimit von 15 km pro Stunde in allen Städten für Radfahrer. Ich finde noch besser als 130 Ware 110 für Verbrenner und 130 für E-Autos. Ein Grund für das Tempolimit ist ja auch die Umweltverschmutzung, und die betrifft die elektrischen Autos ja nicht. Weniger Scheiß konsumieren, regionale Lebensmittel kaufen, größer als kein Überholverbot mehr nötig. Rollende Lager sagen nein. Schienennetz ausbauen, größer als weniger Verschleiß der Straßen, weniger Emissionen, weniger Unfälle. Langstreckentransporte mit dem LKW sind an sich idiotisch. Leider sind sie durch unsere Verkehrspolitik erforderlich geworden und erstmal nicht wegzudenken. Ah ja, weil alle LKWs, die rumfahren, Lebensmittel transportieren. Spricht dagegen: Stau, Effizienz, Verspätungen, frustrierte Lkw-Fahrer, frustrierte Kunden. Lösung: mehr Schienenverkehr, weniger Leute, die alleine Auto fahren, weniger Konsum, mehr lokal kaufen, rücksichtsvoller gegenüber Lkws fahren, die sind groß, wichtig und haben's nicht leicht. Hinzu kommt noch, dass Fahren deren Beruf ist und die das in 9/10 Fällen sehr gut machen. Verlängerte Transportzeiten, Stau in unvorstellbarem Ausmaß.
Wer glaubt, das wäre eine gute Idee, ist ziemlich bescheuert. Das kann man nicht anders sagen. Danke fürs Zuhören.